Habt ihr noch keine Idee, was ihr heute kochen möchtet? Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es ein köstliches Rezept, eine cremige Hähnchenpfanne mit Reis. Saftiges Fleisch, knackiges Gemüse und eine würzige Soße sorgen für ein perfektes Mittag- oder Abendessen. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: Paprika, Reis, Hähnchenbrustfilet, Schmand, Champignons, Frühlingszwiebel, dann haben wir noch ein Stück Ingwer. Alle anderen Zutaten, die ich hier habe, sind für die Marinade. Und das sind Olivenöl, Sojasauce, Senf, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Salz, Pfeffer. Und was ihr hier seht, ist Knoblauchwasser. Das mache ich immer, wenn ich Sachen mariniere, und dann verteilt sich das besser und dann ist auch der Geschmack intensiver. Also wir legen jetzt sofort los. Wir werden erstmal das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden und marinieren. Die geschnittenen Hähnchenfleischstücke gebe ich in einen Beutel und die werden in dem Beutel dann mariniert. Dann fügen wir Paprikapulver und Zwiebelpulver zu, Salz und Pfeffer. Zwei Teelöffel Knoblauchwasser. Ich habe dieses Knoblauchwasser gestern gemacht, das heißt ganz normal Knoblauchzeh reinpressen und dann Wasser drauf, in den Kühlschrank stellen und dann kann man 2-3 Tage aus diesem Knoblauchwasser lecker kochen. Senf, Sojasauce und Olivenöl. Das Fleisch wird jetzt einmassiert, sodass die Gewürze, die Kräuter sich gut verteilen. Nun stelle ich den Beutel kalt in den Kühlschrank und lasse das Fleisch marinieren. In der Zwischenzeit werde ich hier das Gemüse schneiden. Ich fange mit der Paprika an. Ich brauche nur halbe Paprika. Bei den Frühlingszwiebeln entferne ich das Ende erstmal. Und dann werden die Frühlingszwiebeln in kleine Scheiben geschnitten. Die Champignons werden auch mundgerecht geschnitten. Und bei dem Ingwerstück werde ich erstmal die Schale entfernen und dann ganz fein schneiden. Das Gemüse haben wir jetzt geschnitten und wir machen am Herd weiter. Nun wird der Reis nach Packungsanweisung gekocht. Ich mache das immer 1:2 Verhältnis, das heißt das doppelte Wasser. Aber erst werde ich den Reis waschen, Wasser und Salz in den Topf geben und dann kochen wir das. Deckel drauf und auf niedriger Temperatur den Reis kochen, bis kein Wasser mehr zu sehen ist. Es sind etwa 20 Minuten immer. So, und parallel machen wir dann auch die cremige Soße. Dafür brauchen wir eine Pfanne und wir werden Öl reingeben und anbraten.
Wenn das Öl erhitzt ist, dann gebe ich die marinierte Hähnchenfleischstücke rein. Die marinierte Hähnchenfleischstücke werden auf beide Seiten goldbraun angebraten. Das Fleisch herausnehmen und beiseite stellen. Ich nutze dieselbe Pfanne, um das Gemüse anzubraten, weil wir hier so tolle Aromen haben. So, dann geben wir schon mal, wenn nötig ist, noch ein bisschen Öl zufügen. Oh, ich habe genug Öl hier, dann werde ich jetzt die Paprika zufügen. Ingwer lassen wir etwa eine Minute anbraten. Als nächstes fügen wir die Champignons und die Frühlingszwiebel zu. Und die werden mit angebraten, etwa 2 Minuten. Wir braten alles kurz an, weil wir möchten das Gemüse knackig haben. Schmand unterrühren und alles gut vermengen. Ein wenig Wasser zugießen. Das Hähnchenfleisch gebe ich wieder dazu, da ist noch leckerer Saft von dem Fleisch. Alles zusammen etwa 2 bis 3 Minuten köcheln. Ich werde die Soße jetzt abschmecken. Da bin ich mal gespannt. Das ist Genuss pur. Ich brauche gar nicht Salzen oder Pfeffer dazu geben. Ist alles in der Marinade gewesen und das ist perfekt. Jetzt gucken wir, ob der Reis fertig ist. Ja, genau so muss es sein. Es ist gar fantastisch. Und zu so einem tollen Mittag- oder Abendessen gehört natürlich auch ein frischen Salat. Ich habe hier Eisbergsalat. Das schneide ich einfach mundgerecht. Dann würze ich den Salat mit Salz, Pfeffer, Essig und Olivenöl drüber gießen, gut vermengen. Et voilà, das war's auch schon. Schnell gemacht, richtig gesund und lecker. Die cremige Hähnchen-Champignon-Soße, Reis dazu, den knackigen Salat noch. Das ist das perfekte Rezept für ein Mittag- oder Abendessen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und wenn es euch geschmeckt hat, dann bitte in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video zu sehen. Diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte abonnieren und freut euch auf tolle Rezepte. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!